Also was wir hier sehen, ist ein kleiner Versuchsaufbau, den wir gemacht haben. Wir haben einmal einen Pfostenfuß aus Edelstahl genommen, so wie wir den typischerweise verwenden. Haben ein Quadratrohr 60 da drauf mit 1,10 Meter Länge. Das entspricht ziemlich genau einer Geländerhöhe. Da wird also nur noch der Handlauf drauf kommen. Hier die Knieleiste, da die Fußleiste. Und wir haben denselben Aufbau nochmal gewählt, wie es auch typisch ist, mit einem GFK-Pfostenfuß. Dann einem Quadratrohr 50 oder 51. Ist natürlich ja, etwas anders ausgelegt. Wir wollen mal eine Belastungsprobe machen, um zu gucken, hält dieser Edelstahl-Pfostenfuß wirklich deutlich besser als der GFK-Pfostenfuß. Ich gehe mal hier zur Seite, weil wir haben die Startplatzzinken. Ja, 170 Kilo haben wir schon. Ja. Machen wir weiter, bis er kaputt geht. Macht nur Spaß, wenn es kracht. Was man jetzt sieht, bei 180 Kilo ist hier das GFK-Profil unten aufgerissen und hier oben ebenfalls. Aber ganz langsam. Ja, was man hier schön sieht, ist, dass der Pfostenfuß in der Grundplatte hier schon gerissen ist. Das ist also der Grund, warum wir lieber Edelstahl-Pfostenfüße einsetzen.